und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal, der jetzt schon über 4000 Abonnenten hat, dank euch, die ihr meinen Kanal abonniert. Und ich freue mich wirklich riesig und möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Und ich bin einfach total baff davon, wie viele Leute diesen Kanal schauen und wie viele Menschen es überhaupt gibt, die in ihrer Freizeit so gerne Blockflöte spielen, gut Blockflöte spielen möchten und schön Blockflöte spielen möchten. Und es macht einfach riesen Spaß, diese Videos für euch herzustellen. Und zur Feier des Tages bei 4000 Abonnenten habe ich heute 4000 Tipps für euch. Nee, das war ein Scherz. 40 Tipps habe ich aber. Keine Angst, ich werde mich jeweils kurz fassen. Es werden längst noch nicht alle und vieles wird euch bekannt vorkommen, aber so eine kleine Erinnerung an manche Dinge fürs Blockflötenspiel kann ja vielleicht auch nicht schaden. Bevor ich euch den ersten Tipp nenne, denkt bitte dran, falls ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dass ihr das jetzt tut und dass ihr dann auch das kleine Glöckchen antippt, damit ihr, wenn ein Video erscheint, sofort Bescheid bekommt. Tipp Nummer 1. Beim Spielen größerer Blockflöten achtet darauf, dass eure Finger möglichst nicht zu schräg stehen. Also natürlich ist es nicht so leicht, vor allem die tiefen Töne hier unten zu treffen, aber versucht immer wieder zu kontrollieren, ob ihr das nicht aus Gewohnheit sehr schräg macht, denn dann sind die Finger natürlich sehr verkrampft und das ist für das Spiel nicht ideal. Zweiter Tipp, achtet darauf, dass eure Blockflöte auf der Unterlippe drauf liegt und nicht dagegen drückt, dass die Lippen schön entspannt nach außen zeigen und ihr nirgends den Mund verkrampft. Tipp Nummer 3. Wenn ihr richtig zählen möchtet, den Rhythmus eines Stückes richtig spielen können wollt und im Stück an der richtigen Stelle sein möchtet, dann müsst ihr wissen, wo eure Hauptzählzeiten im Takt sind, also welche Taktart ihr gerade vor euch habt und was darin die Hauptzählzeiten sind. Also zum Beispiel in einem Viervierteltakt habt ihr 4 Hauptzählzeiten und an denen könnt ihr euch orientieren. Tipp Nummer 4. Hohe Töne bei der Blockflöte brauchen nicht laut geblasen zu sein. Im Gegenteil, sie klingen besser, sie stimmen besser und sie sprechen sogar besser an, wenn ihr mit wenig Luft blast. Tipp Nummer 5, wenn ihr im Sitzen spielen möchtet statt im Stehen, überlegt euch das erstmal gut, ob das wirklich nötig ist. Aber wenn, dann versucht mit geradem Rücken zu spielen und vor allem beide Füße fest am Boden zu haben, keine Armlehne zu haben und euch nicht nach hinten anzulehnen. Tipp Nummer 6. Sauber gestimmt spielen auf einer Blockflöte ist möglich. Ihr müsst aber dazu euren Atemstrom kontrollieren, je nachdem, welchen Ton ihr gerade spielt. Denn von Natur aus ist eine Blockflöte tatsächlich sozusagen verstimmt gebaut. Und wenn ihr alle Töne gleich blasen würdet, würde es verstimmt klingen. Das heißt, ihr müsst bei bestimmten, vor allem bei höheren Tönen, oft zarter blasen und bei tieferen etwas stärker. Und da gibt es aber auch nochmal Unterschiede, das heißt gut hinhören, gut wissen, was man macht. Tipp Nummer 7, beim Flattement oder auch dem Fingervibrato beachtet, dass der Ton lauter werden muss, weil ihr gleichzeitig mit den Fingern abdeckt und den Ton erniedrigt. Und wenn ihr das nicht durch den Atem ausgleicht, dann wird der Ton wirklich zu tief. Tipp Nummer 8, versucht beim Spielen der Doppellöcher hier unten die Beweglichkeit der Finger einzusetzen und nicht nur mit der Hand zu drehen. Tipp Nummer 9, euer linker Daumen sollte die Blockflöte nicht festhalten und eigentlich auch nicht stützen, so wie der rechte Daumen, denn ihr braucht die Beweglichkeit zum Spielen der hohen Töne mit dem halben Daumenloch. Tipp Nummer 10, mit spritziger Artikulation, also einem spritzigen Zungenstoß, könnt ihr euer Stück schneller wirken lassen, auch wenn ihr es vom Tempo her gar nicht schneller spielt. Tipp Nummer 11, um einen schönen, geraden und nicht wackelnden Ton zu haben, also mit schönem, geraden Klang spielen zu können, solltet ihr immer mal wieder die Töne-Tragen-Übung machen und euren Ton durch den Raum tragen. Tipp Nummer 12,
Richtig einatmen bedeutet nicht richtig viel einatmen und bedeutet auch nicht richtig hoch einatmen, sondern bedeutet mit guter Atemstütze tief in den Bauch einzuatmen und die eher wenige Luft, die ihr zum Blockflöte spielen braucht, gut zu dosieren. Tipp Nummer 13. Wenn ihr schneller spielen möchtet und das nicht so ganz gelingen will, dann liegt es oft nicht an den Fingern, sondern zum Beispiel an dem Zungenstoß oder, was dem Ganzen zugrunde liegt, eurer Atemstütze. Also immer an der Atemstütze arbeiten und gut darauf achten, was eure Zunge macht, ob die Zunge auch abwechslungsreich artikuliert und damit etwas schneller wird. Tipp Nummer 14, wenn ihr einen Triller habt, der über einer Note steht, müsst ihr immer zuerst an die Note denken, die da nicht steht, nämlich die nächsthöhere Note, mit der Triller begonnen wird meistens. Auf jeden Fall wird der Triller mit der nächsthöheren Note und der eigentlichen Note, die da steht, getrillert. Das heißt, ihr seht den Ton da mit einem Trillerzeichen drüber und müsst sofort an einen anderen Ton denken, nämlich den nächsthöheren. Tipp Nummer 15, man kann mit der Sopranblockflöte anfangen, wenn man Blockflöte spielen lernen möchte. Das machen vor allem Kinder, weil die Händchen noch kleiner sind. Man muss aber nicht mit der Sopranblockflöte anfangen. Man kann zum Beispiel auch mit der Altblockflöte direkt anfangen und die ist eigentlich auch unser Hauptinstrument sozusagen, für das es am meisten Repertoire gibt. Man kann natürlich auch mit einer Tenorblockflöte oder mit einer Bassblockflöte oder mit einer Subbassblockflöte anfangen. Das ist also eigentlich gleich. Tipp Nummer 16, wenn ihr einen Triller habt mit Nachschlag, dann gehört der Nachschlag zum Triller und wird in den Triller integriert und gehört nicht zu der Note danach. Und ihr solltet ihn ohne Unterbrechung direkt damit verbinden. Tipp Nummer 17, ich lege euch ans Herz, unbedingt für die hohen Töne den Daumen zu knicken und nicht zu rollen oder zu schieben. Man kann es machen, aber ich rate euch ab, ist mein vielleicht wichtigster Tipp, denn dann habt ihr eine viel größere Treffsicherheit und wenn ihr das gut lernt, dann könnt ihr für immer beruhigt hohe Töne spielen und braucht sie nicht mehr zu fürchten. Tipp Nummer 18, musikalische Gestaltung, musikalisch schön spielen, braucht kein Riesending zu sein, sondern liegt ganz viel in ganz kleinen Details und die müsst ihr kennenlernen und wenn ihr da ein paar schon anwendet und verändert in eurem Spiel, dann ist eure musikalische Gestaltung viel, viel besser. Tipp Nummer 19 bezieht sich nochmal auf die Daumentechnik. Wenn ihr das lernen möchtet mit dem Knickdaumen, wenn ihr es von Anfang an lernt, ist es gar kein Problem. Wenn ihr es umlernen möchtet, kann es ein bisschen nervig sein und erfordert sehr viel Geduld, die sich aber lohnt, weil ihr sonst, wenn ihr das so ein bisschen halbherzig macht, immer wie so einen Schalter habt, der nicht richtig an und richtig aus ist, dann trefft ihr mal die hohen Töne mal nicht, sondern ihr braucht Geduld zum Lernen der Daumenknicktechnik und ihr müsst da sehr konsequent sein. Der Schalter ist entweder auf an oder aus. Tipp Nummer 20, eine neue Blockflöte aus Holz solltet ihr immer langsam einspielen. Das Holz muss sich an die Feuchtigkeit gewöhnen, also immer erst kurze Einheiten, am Anfang nur 5 Minuten pro Tag oder pro Tagesteil und dann langsam aufbauen und aufhören, wenn die Blockflöte heiser wird, dann braucht sie wieder eine Pause bis zum nächsten Tag. Das baut sich aber ziemlich schnell auf. Tipp Nummer 21, Blockflöten aus Edelhölzern, also eigentlich alles, was nicht Ahorn oder Birnbaum ist, müsst ihr regelmäßig ölen, ungefähr alle 3 Monate und das ist wichtig, damit das Holz schön erhalten bleibt, die Feuchtigkeit nicht zu viel eindringen kann und das Holz nicht trocken wird. Tipp Nummer 22, wenn eure Blockflöte immer heiser wird, obwohl sie eingespielt ist und keine Beschädigung hat, dann können Anti-Heiser-Tröpfchen helfen. Die sollte man aber nur bei Bedarf reinmachen und vielleicht höchstens 2-mal nacheinander. Und wenn das Heiserwerden wirklich dauerhaft dann bleibt, dann lieber mal zum Blockflötenbauer. Tipp Nummer 23, Legatobögen, Bindungen, die brauchen wir als Blockflötisten nicht immer wörtlich zu nehmen, weil ganz viele Stücke, die wir spielen auf der Blockflöte, zum Beispiel original für Violine geschrieben waren. Und was auf der Violine wortwörtlich, buchstäblich gebunden wird, braucht auf der Blockflöte nicht unbedingt buchstäblich gebunden zu sein. Das kann man von Fall zu Fall begucken.
Tipp Nummer 24, wenn ihr Verzierungen spielen wollt, fangt klein an mit einigen wenigen dezenten Verzierungen und versucht nicht gleich ein riesen Brimborium drumherum zu spielen. Weniger ist mehr und aus wenigen kleinen Verzierungen lernt ihr größere Verzierungen zu basteln. Tipp Nummer 25 hat damit zu tun, ein Adagio schön zu gestalten, einen langsamen Satz schön zu gestalten. Dazu braucht es nicht immer komplizierte Verzierungen, sondern das hat auch ganz viel mit anderen Dingen zu tun, mit eurer Atemführung, mit eurer Artikulation und zum Beispiel damit, wie viel Zeit ihr euch nehmt im Stück. Tipp Nummer 27 hat damit auch zu tun, denn ihr könnt euer Atem holen während des Stückes musikalisch gestalten. Das heißt, besser gesagt, ihr könnt euer Stück musikalischer gestalten, wenn ihr das Atemholen im Stück mit einbezieht, dass es nicht zu hektisch ist, zum Beispiel in einem langsamen Satz. Tipp Nummer 28, wenn ihr mit schönem Klang spielen wollt, mit einem schönen Ton, dann schafft euch erst eine Klangvorstellung, dass ihr wisst, wie möchte ich denn, dass es klingt. Zum Beispiel soll es ohne Flackern und Wackeln klingen, soll es ein gerader Ton sein, möchte ich ein Messer di voce spielen, wie möchte ich zum Beispiel artikulieren, scharf oder weich, das alles trägt ja zum Klang bei. Tipp Nummer 29, falls ihr noch gar nicht Blockflöte spielt und Blockflöte spielen lernen möchtet, dann tut das nicht, um danach auf ein anderes Instrument umzusteigen, denn die Blockflöte ist ein vollwertiges Instrument und braucht nicht ersetzt zu werden durch ein anderes, und es wird auch eher frustrierend, wenn ihr schnell Blockflöte lernen möchtet, damit ihr ein anderes Instrument spielen könnt, denn weil die Blockflöte ein hochwertiges, gutes Instrument ist, ist es auch genauso schwierig, gut Blockflöte spielen zu lernen wie jedes andere Instrument. Tipp Nummer 30 ist ein bisschen ähnlich. Wenn ihr Blockflöte spielen lernen möchtet, um Noten zu lernen, dann könnt ihr das tun, denn wenn man ein Instrument erlernt, dann erlernt man ja auch das Notenlesen gleich mit einhergehend. Wenn ihr es aber nur deshalb macht und eigentlich die Blockflöte nicht mögt, dann würde ich euch das nicht empfehlen. Dann könnt ihr besser gleich ein Instrument eurer Wahl üben, und es wird einfach seine Zeit brauchen, um auch die Blockflöte richtig gut zu spielen. Und wenn es euch rein nur ums Notenlesen geht, dann versucht lieber ein Musiktheorieprogramm irgendwo zu bekommen oder Musiktheorieunterricht. Aber wenn es nur des Notenlesens wegen ist, rate ich ab. Tipp Nummer 31, lasst eure Blockflöte nicht irgendwo in der Sonne liegen. Damit meine ich jetzt nicht nur draußen, sondern auch im Zimmer, wenn ihr eine Stelle habt am Fenster, wo irgendwann die Sonne hinwandert. Achtet drauf, denn das kann dem Holz sehr schaden. Ist auf jeden Fall nicht gut, ebenso wenig wie natürlich, wenn die Blockflöte auf der Heizung liegt. Tipp Nummer 32 geht auch in die Richtung, lasst eure Blockflöte immer gut trocknen. Es ist normal, dass die Blockflöte durch das Spielen innen feucht wird. Das ist nicht etwa eure Spucke, sondern das ist einfach Kondenswasser. Warmer Atem trifft auf etwas kühlere Blockflöte, und weil das Ding aus Holz ist, kann es auch schimmeln und es kann aufquellen und vielleicht nicht mehr spielbar sein. Deshalb soll man auch nicht 3 Stunden nacheinander auf der Blockflöte spielen. Wichtig ist, dass die Blockflöte immer gut trocknen kann, belüftet, also nach dem Spielen auf jeden Fall nicht direkt in den Kasten legen oder in die Hülle, sondern erstmal an der Luft trocknen lassen. Tipp Nummer 33, bevor ihr spielt, wärmt eure Blockflöte immer auf, damit der Effekt des Heiserwerdens weniger ist und das Holz keinen Schock bekommt, weil ihr mit eurem warmen Atem in diese kühlere Blockflöte reinblast. Und dabei ist wurscht, ob ihr hier warm haltet, das braucht ihr nicht, sondern es geht um den oberen Teil, den Windkanal hier. Das müsst ihr richtig gut warm halten. Tipp Nummer 34, wenn ihr meint, ihr habt keine Zeit zum Üben oder nicht oft genug Zeit zum Üben, kann es sehr helfen, wenn ihr euch einen festen Zeitpunkt im Tagesablauf dafür wählt oder einen festen Zeitpunkt an manchen Tagen, so wie das Zähneputzen, das ihr vielleicht aber jeden Tag machen solltet. Auf jeden Fall einen festen Zeitpunkt, wo ihr dann gar nicht erst überlegen müsst, passt es jetzt oder nicht. Nummer 35 hat auch damit zu tun, denn wenn ihr vielleicht denkt, ach, ich habe nicht genug Zeit zum Üben, ich muss ja wenigstens eine Stunde üben, damit sich das lohnt. Das kann eine Fehlannahme sein, denn eher kurz üben und sehr konzentriert bringt mehr als stundenlang vor sich hin dudeln und die Stücke immer wieder durchspielen in der Hoffnung, dass die Fehler weggehen.
Tipp Nummer 36, wenn euer Blockflötenspiel irgendwie holprig klingt, nicht so gut, die Tonübergänge nicht schön, dann denkt man natürlich erstmal, es liegt an den Fingern. Kann natürlich sein, aber es liegt auch am Zusammenspiel zwischen Fingern und Zungenstoß, also Dü oder Tü oder was auch immer ihr da macht, und natürlich als Grundlage dem Atem. Tipp Nummer 37, Hilfsgriffe, also zum Beispiel für manche Töne, die auf eine andere Art leichter gehen, Beispiel das E, das hat als Hilfsgriff dieses E, oder auch für Triller, die sind vorsichtig einzusetzen. Die würde ich nur einsetzen, wenn es wirklich nicht anders geht und wirklich anders sonst viel zu schwer wäre, denn das Problem bei Hilfsgriffen ist meist, dass sie eine schlechtere Klangfarbe haben als die Originalgriffe. Tipp Nummer 38, wenn ihr eine Blockflöte kauft, eine neue Blockflöte, dann achtet nicht nur drauf, wie sie klingt, sondern achtet auch auf die Ansprache in den tiefen Tönen und den hohen Tönen. Was in der Höhe nicht gut klappt, wird nicht besser. Natürlich müsst ihr dafür die richtige Daumentechnik haben und achtet auch drauf, ob die Blockflöte gut gestimmt ist. Eine Blockflöte in sich ist etwas schief, wenn man nicht weiß, wie man sie bläst, aber wenn man trotzdem, obwohl man diese Dinge weiß, manche Töne höher, manche tiefer blasen, dann nicht stimmt, die Oktaven wirklich unsauber sind, dann würde ich die Finger davon lassen. Tipp Nummer 39, für tiefe Töne könnt ihr ruhig viel Luft gebrauchen, die ihr aber ganz entspannt und mit einer ganz entspannten Mundstellung frei in die Flöte hinein strömen lässt, wie so ein kleines Ofenrohr. Ja, und dann kommt Tipp Nummer 40 und ich wäre noch lange nicht fertig, aber ich höre dann auf. Tipp Nummer 40, spielt öfters mal auswendig, denn dann liegt der Fokus auf ganz anderen Dingen, dann seid ihr nicht mehr mit den Augen am Gucken und so mit dem Kopf am Nachdenken, dann liegt der Fokus auf dem Hören, auf dem sich selbst zuhören, auf dem Fühlen, wie die Finger auf der Flöte liegen oder wie die Zunge anstößt oder wie euer Atem eigentlich sitzt. Außerdem lernt ihr so euer Stück viel besser kennen. So, und weil du jetzt bis zum Schluss dabei geblieben bist und zugehört hast, erstmal vielen Dank. Dann gibt es noch den Bonustipp Nummer 41, bei Lampenfieber einfach sich das Publikum in Unterhosen vorstellen. Wenn euch das gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich, wenn ihr Kommentare habt, schreibt gerne rein zu den Punkten, die ich genannt habe, oder vielleicht habt ihr noch ganz viele andere Tipps. Und ja, da freuen sich alle, wenn das unten in den Kommentaren steht und ich mich natürlich besonders. Und ja, dann hoffe ich, ihr seid nächstes Mal wieder dabei auf Veras Blockflötenkanal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, tschüss!